Herzlich willkommen bei Santuil. In diesem Video schauen wir gemeinsam an, wie man eine bidirektionale Ladestation in Betrieb nimmt und mit dem App bedienen. Mein Name ist Pascal Städeli und ich nehme Sie jetzt mit. Wir haben jetzt hier unsere bidirektionale Ladestation, hier in der Ausführung mit Bildschirm und mit 2 Steckern. Sie haben vielleicht bei Ihnen daheim die abgespeckte Version, die einfach 2 Knöpfe hat, mit einer Erklärung, was die 2 Knöpfe machen. Wir haben in diesem Fall einmal den CHAdeMO-Stecker und einmal den CCS-Stecker. Das ist abhängig von Ihrem Fahrzeug, welchen Stecker das Sie brauchen. Die bidirektionale Ladestation kann man entweder an die Wand montieren mit einer Montageplatte oder wie hier auf einem Sockel freistehend. Und auf der Seite hat es einen Totmannschalter, der rote Knopf. Wenn man den drückt, kann die Ladestation nicht mehr laden und dann muss man das wieder rausnehmen. Nachdem die bidirektionale Ladestation jetzt am Strom und am Internet angeschlossen ist, kann das Santuil-System darauf zugreifen und Ihnen ein Mail senden, wo genau drin steht, was Sie machen müssen. Das erste ist, falls Sie schon mal eine Santuil-App hatten, das deinstallieren. Das habe ich jetzt auch gerade gemacht. Und was noch wichtig ist, die Santuil-App ist eine sogenannte Progressive Web App. Es gibt es also nicht im Apple Store oder im Google Play Store, sondern es ist eine Webseite, wo man aber nachher so aussehen kann, als wäre es ein ganz normales App. Der nächste Punkt, den wir machen, ist, wir gehen auf den Link, der im Mail zugeschickt wird. Das ist app.santuil.ch. Dort sieht man unsere App. Und dann kann man zum Home-Bildschirm hinzufügen. Es hat auch eine Erklärung im E-Mail. Und wenn man das gemacht hat, drückt man auf «Jetzt registrieren». Ich habe jetzt hier meinen Namen, meine E-Mail und mein Telefon angegeben, habe angeklickt, dass ich mit den Datenschutzbestimmungen einverstanden bin und habe auf «Registrieren» geklickt. Jetzt hat es mir ein Mail zugeschickt, wo ich mein Passwort bestätigen kann. Nachdem ich jetzt mein Passwort bestätigt habe, kann ich mich einloggen mit meinem E-Mail und mit meinem Passwort und klicke auf «Privater Nutzer». Dann bin ich offiziell im Santuil-App drin. Als nächstes werde ich vom App aufgefordert, die Seriennummer von meiner Ladestation eingeben. Die finde ich entweder auf der Ladestation auf dem Aufkleber auf der Seite oder im E-Mail und ich kann ebenfalls den QR-Code, der im E-Mail gesendet worden ist, scannen und dann ist es direkt eingegeben. Jetzt bin ich im Santuil-App eingeloggt. Es kann jeweils einen Moment dauern, bis die Ladestation sichtbar ist. Im Dashboard habe ich einen Überblick über alle Daten, meinen Autarkiegrad und meinen Eigenverbrauchsgrad und nach ein paar Tagen dann auch über die ganze Woche inklusive Stromertrag von der Solaranlage. In der Live-View sehe ich jeweils, was aktuell im Gebäude passiert, Solarproduktion, den Hausverbrauch und auch mit wie viel Strom mein Auto geladen wird und den Ladezustand der Batterie. Unter Ladekabel kann ich die Einstellungen von meiner Ladestation ändern. Ich sehe untereinander aufgelistet, falls ich mehrere Ladestationen habe. Beim Draufklicken und Bearbeiten komme ich zu der Auswahl der 4 einzelnen Lademodi. Ich kann ganz einfach zwischen den 4 Lademodi umschalten. Es hat auch jeweils eine Beschreibung, was sie machen und kann weiter unten den Mindestladezustand einstellen, wo meine Batterie nie unterschreiten soll, wenn sie zur Nacht das Haus mit Strom versorgt. Jetzt haben wir also erfolgreich die Santuil-App auf dem Smartphone installiert und unsere Ladestation eingebunden und können über die 4 einfachen Lademodi ganz einfach steuern, ob das Fahrzeug geladen werden soll, nur mit Solarstrom und was der Mindestladezustand soll sein am nächsten Morgen. Und falls es mal einen Fehler gibt beim Laden des eigenen Fahrzeugs, ist es ratsam, zuerst einmal einfach nochmal ausstecken und den Ladevorgang nochmal neu starten, indem man nochmal neu einstecken. Und wenn das immer noch nicht geholfen hat, dann empfehlen wir, die Ladestation kurz stromlos schalten. Das heisst konkret, dass man entweder den CE-Stecker ausziehen und ein paar Sekunden warten oder die Sicherung im Sicherungskasten kurz abschalten, so dass sie ein paar Sekunden gar keinen Strom hat und dann wieder den Strom einschalten. Sie startet sich dann neu und dann nochmal versuchen zu laden.
Wir wünschen ganz viel Spaß mit der bidirektionalen Ladestation und wenn Sie noch Fragen haben, können Sie sich sehr gerne jederzeit an uns wenden.